Die Motoren brüllen, mein Herz schlägt im Takt der Reifen auf dem Asphalt. Ich bin Lena Sturm, die Fahrerin, die in Kölns Rennszene für Furore sorgt. Doch hinter dem Steuer verbirge ich ein Geheimnis, das mich zu zerreißen droht. Seine Stimme, kalt und kontrollierend, hallt in meinem Kopf, während ein flüchtiger Blick von ihr, einer Frau, die Maschinen wie Poesie versteht, mein Innerstes in Flammen setzt. Jede Kurve, die ich nehme, führt mich näher an eine Wahrheit, die alles verändern wird. Werde ich mutig genug sein, sie zu ergreifen, oder wird die Angst mich bremsen? Das Dröhnen der Motoren erfüllt die Luft, als ich das Lenkrad fester umklammere. Der Helm dämpft die Welt um mich herum, aber nichts kann die Stimme in meinem Headset übertönen. Nicht versagen, Lena, zischt Max Klein, mein Freund und Teammanager, mit diesem Ton, der sich wie ein Dorn in meine Haut bohrt. Ich bin Lena Sturm, die aufstrebende Fahrerin in Kölns Rennszene, doch hinter meiner Fassade tobt ein Sturm, den niemand sieht. Die Startlichter wechseln von Rot zu Grün, und ich trete das Gaspedal durch. Der Wagen schießt nach vorn, mein Puls rast schneller als die Taschonadel. Die Kurven der Rennstrecke fliegen an mir vorbei, jede Bewegung ist Instinkt, jede Sekunde ein Tanz mit der Gefahr. Ich überhole den 3. Platz, dann den 2., doch in der letzten Kurve zögert meine Hand für einen winzigen Moment. Der führende Wagen zieht davon, und als die Zielflagge geschwenkt wird, bin ich 2. Die Menge jubelt, aber ich spüre Max' Enttäuschung wie eine kalte Welle. Ich steige aus dem Wagen, zwinge ein Lächeln für die Kameras auf und schüttle Hände, während die anderen Fahrer mir gratulieren. Doch ihre Stimmen verblassen, als ich seine Schritte höre, schwer, zielstrebig, unverkennbar. Was war das, Lena? Max packt meinen Arm, seine Stimme ist ein leises Knurren, das nur ich höre. Seine teure Teamjacke und die perfekt gestylten Haare lassen ihn wie den idealen Partner wirken, aber ich kenne die Wahrheit. Eine halbe Sekunde, Lena. Eine halbe Sekunde, und du machst mich zum Narren. Ich ziehe meinen Arm zurück, doch er folgt mir bis zum Teamtrailer. Es war ein Podiumsplatz, Max, sage ich, meine Stimme zittert kaum merklich. Das reicht nicht, lacht er, laut genug, dass die Crewmitglieder in der Nähe es hören. Vielleicht solltest du weniger träumen und mehr trainieren. Die Demütigung brennt in meinen Wangen, als ich den Rennanzug ausziehe. 3 Jahre mit Max, und er hat es perfektioniert, mich klein zu machen. Seine Kritik klingt wie Fürsorge, doch jedes Wort ist ein Schlag. Die Crew schweigt, ihre Blicke meiden mich, und ich fühle mich wie ein Geist in meiner eigenen Welt. An diesem Abend kann ich es nicht ertragen, in unsere gemeinsame Wohnung zurückzukehren. Max' Worte hallen in meinem Kopf, seine Erwartungen erdrücken mich. Stattdessen finde ich mich in einem kleinen Gartencenter am Stadtrand von Köln wieder, wo der Duft von Erde und Blumen die Anspannung in meiner Brust löst. Die Glocke an der Tür klingelt leise, als ich eintrete, und ich atme tief ein, als würde ich zum ersten Mal seit Stunden Luft holen. Ich strecke die Hand nach einer leuchtend roten Rose aus, als eine andere Hand dieselbe Blume berührt. Unsere Finger streifen sich, und ich blicke auf, in Augen, die so tief und warm sind, dass ich für einen Moment vergesse, wie man spricht. Entschuldigung, sagen wir gleichzeitig und lachen dann, ein kurzes, unerwartetes Geräusch, das die Stille durchbricht. Du bist Lena Sturm, sagt sie, ein Funke der Erkenntnis in ihrem Blick. Sie trägt eine abgenutzte Mechanikerjacke mit dem Namen Stern Anna Stern auf der Brusttasche. Ich habe dein Rennen heute gesehen. Diese letzte Kurve war knapp, aber beeindruckend. Danke, antworte ich, überrascht von ihrem Wissen. Die meisten Fans bemerken nicht die Feinheiten eines Rennens, aber sie spricht, als würde sie die Maschinen verstehen. Ich bin Anna Weiß, sagt sie und deutet auf die Rosen. Die brauchen besondere Pflege in Kölns Sommerhitze. Ich könnte dir ein paar Tricks zeigen, wenn du willst. Zum ersten Mal an diesem Tag lächle ich ehrlich. Wir verbringen die nächste halbe Stunde damit, über Pflanzen zu sprechen, doch ihre Worte über Bodenbeschaffenheit klingen wie Poesie, und ihre Begeisterung für Mechanik spiegelt meine Leidenschaft fürs Fahren wider. Als die Schließzeit naht, kritzelt Anna ihre Adresse auf eine Visitenkarte. Wenn dein Wagen mal Arbeit braucht, komm vorbei, sagt sie, und ihre Augen halten meinen Blick einen Moment zu lange fest. Oder wenn du einfach reden willst. Ich fahre nach Hause, die rote Rose auf dem Beifahrersitz, und fühle mich leichter als seit Monaten. Doch als ich die Karte in meiner Hand halte, spüre ich ein Kribbeln, das ich nicht benennen kann. Warum fühlt sich ihr Lächeln wie ein Versprechen an? Und warum macht mich der Gedanke daran so nervös?
Das Klackern meines Wagens ist kaum hörbar, doch es vibriert durch meine Knochen wie ein Warnsignal. Während der Trainingsrunden gestern hat es begonnen, und heute auf dem Weg zur Strecke wird es lauter. Max besteht darauf, dass unser Teammechaniker das Problem lösen kann, aber etwas in mir widerspricht. Seine Worte von gestern: „Du machst mich zum Narren", hallen in meinem Kopf, und ich weiß, dass er jede Schwäche gegen mich verwenden wird. Stattdessen lenke ich den Wagen in eine Seitenstraße. Die Visitenkarte von Anna Weiß brennt in meiner Tasche. Ihre Werkstatt liegt in einem unscheinbaren Viertel von Köln, ein kleines Gebäude mit offenen Garagentoren und dem Geruch von Öl und Metall. Als ich eintrete, blickt Anna von unter der Motorhaube eines alten BMW auf. Ein Schmierfleck ziert ihre Wange, doch ihre Augen leuchten, als sie mich sieht. „Lena Sturm", sagt sie mit einem Lächeln, das meine Nervosität vertreibt. „Ich hatte gehofft, dass du kommst." Sie wischt sich die Hände an einem Lappen ab und tritt näher. „Was ist los mit deinem Wagen?" Ich erkläre das Klackern, und sie hört zu, wirklich zu, ohne mich zu unterbrechen. Anders als unser Teammechaniker, der meine Worte oft wegwinkt, stellt Anna präzise Fragen. „Wann tritt es auf? Bei welcher Drehzahl?" Ihre Aufmerksamkeit fühlt sich an wie ein warmer Mantel in einer kalten Nacht. „Stört es dich, wenn ich einen Blick darauf werfe?" fragt sie und krempelt ihre Ärmel hoch. Ich nicke, und die nächsten Stunden vergehen wie im Flug. Anna arbeitet mit einer Anmut, die komplexe Mechanik wie Kunst aussehen lässt. Sie erklärt mir jeden Schritt, ihre Stimme ruhig und sicher, und ich finde mich dabei, sie anzustarren. Die Art, wie ihre Hände sich bewegen, die Konzentration in ihrem Blick. „Dein Zahnriemen ist minimal verstellt", sagt sie schließlich, während sie sich aufrichtet. „Ich kann das heute Abend reparieren, wenn du warten willst." Ich setze mich auf eine Werkbank, während sie arbeitet. Das Radio spielt leise einen alten Rocksong, und die untergehende Sonne wirft goldene Streifen durch die Garagentore. Es fühlt sich friedlich an, so anders als der ständige Druck auf der Strecke. „Dein Freund ist ziemlich intensiv", bemerkt Anna beiläufig, als sie nach einem Schraubenschlüssel greift. „Ich habe ihn bei den Rennen gesehen." Ich spanne mich an. „Max will das Beste für das Team", sage ich, doch die Worte klingen hohl. Anna hält inne, ihre Augen treffen meine. „Es gibt einen Unterschied zwischen dem Besten wollen und jemanden klein machen, Lena." Ihre Worte treffen mich wie ein Blitz. Ich will etwas erwidern, doch mein Mund ist trocken. Stattdessen wechsle ich das Thema, frage nach ihrer Arbeit, und sie erzählt mir von ihrem Bruder, einem Rennfahrer, der vor Jahren bei einem Unfall starb. Ihre Stimme wird leiser, und ich sehe den Schmerz in ihrem Blick. „Deshalb liebe ich Maschinen", sagt sie. „Sie lügen nicht. Wenn etwas kaputt ist, sagen sie es dir, wenn du zuhörst." Als sie den Zahnriemen fertig justiert, berühren sich unsere Hände, als sie mir den Schlüssel reicht. Ein elektrischer Impuls durchfährt mich, und ich ziehe meine Hand hastig zurück, mein Herz schlägt zu laut. „Danke", murmele ich und flüchte fast zum Wagen. „Jederzeit", sagt Anna, und ihr Lächeln ist sanft, aber wissend. Auf der Fahrt nach Hause summt mein Handy. Eine Nachricht von Max. „Wo warst du, Lena? Wir haben Teammechaniker. Was sollen die Sponsoren denken?" Meine Hände umklammern das Lenkrad fester. Wie hat er so schnell herausgefunden, dass ich bei Anna war? Und warum fühlt sich seine Nachricht wie eine Drohung an? Die Sonne brennt auf die Rennstrecke, als ich meinen Wagen in die Boxengasse lenke. Der Geruch von verbranntem Gummi und Benzin liegt schwer in der Luft, doch er kann die Kälte in Max' Blick nicht vertreiben. Er steht am Rand, die Arme verschränkt, seine teure Sonnenbrille spiegelt die Hektik der Crew wider. Ich spüre seine Augen auf mir, noch bevor ich den Helm abnehme. „Gute Runde, Lena", sagt ein Mechaniker, aber ich höre kaum hin. Max' Nachricht von gestern. Was sollen die Sponsoren denken? Halt in meinem Kopf wieder. Wie hat er gewusst, dass ich bei Anna war? Hat er mich beobachtet? Mein Magen zieht sich zusammen, als ich aus dem Wagen steige. Er wartet, bis die Crew sich zerstreut, bevor er näher tritt. „Wo warst du gestern?" fragt er, seine Stimme so scharf wie ein Messer. „Wir haben Teammechaniker, Lena. Warum schleppst du unser Auto zu irgendeiner Hinterhofwerkstatt?" „Es war nur eine Kontrolle", sage ich, bemüht ruhig zu klingen. „Der Wagen läuft jetzt besser." „Besser?" Er lacht, ein kaltes, spöttisches Geräusch. „Die Sponsoren wollen Professionalität, keine Alleingänge. Oder willst du,
dass ich ihnen erzähle, wie du deine Zeit mit dieser Mechanikerin verschwendest. Das Wort Mechanikerin klingt wie ein Vorwurf, und ich spüre, wie meine Wangen heiß werden. Anna kennt sich aus, sage ich, doch meine Stimme zittert. Sie hat den Zahnriemen repariert, den dein Teammechaniker übersehen hat. Max tritt näher, sein Blick bohrt sich in meinen. Anna, wiederholt er, als würde der Name einen schlechten Geschmack hinterlassen. Seit wann seid ihr auf Vornamenbasis? Was läuft da, Lena? Nichts läuft, sage ich zu schnell, und die Lüge brennt in meiner Kehle. Nichts läuft, oder? Warum fühlt sich dann jeder Moment mit Anna wie ein Verrat an Max und an mir selbst? Ich habe noch nie so empfunden, nicht für eine Frau, nicht für irgendjemanden. Der Gedanke macht mir Angst, doch Max' Blick macht mir noch mehr Angst. Pass auf, was du tust, sagt er leise, fast flüsternd. Ich habe dich gemacht, Lena. Ein Wort von mir, und die Sponsoren ziehen sich zurück. Willst du das? Ich schlucke hart, unfähig, zu antworten. Max dreht sich um und geht, als wäre nichts passiert, doch seine Worte hängen wie eine dunkle Wolke über mir. Die Crew bereitet den Wagen für die nächste Runde vor, aber ich kann mich kaum konzentrieren. Meine Hände zittern, als ich den Helm wieder aufsetze. Später, als die Sonne untergeht, finde ich mich wieder in Annas Werkstatt. Ich habe nicht geplant, herzukommen, aber meine Füße haben mich hierher getragen, als wüssten sie, wohin ich gehöre. Die Garagentore sind halb geöffnet, und Anna kniet vor einem Motorblock, ihre Hände bewegen sich mit der Präzision einer Künstlerin. Sie blickt auf, als sie meine Schritte hört, und ihr Lächeln vertreibt die Kälte, die Max hinterlassen hat. Lena, sagt sie, als wäre mein Name etwas Kostbares. Was führt dich her? Ich brauchte einfach eine Pause, murmele ich, unfähig, die Wahrheit zu sagen. Dass Max' Worte mich zerreißen. Dass ich hier bin, weil ihre Stimme die einzige ist, die den Lärm in meinem Kopf beruhigt. Sie wischt sich die Hände ab und deutet auf eine Bank in der Ecke. Setz dich. Willst du einen Kaffee? Ich nicke, und sie verschwindet kurz, um 2 Tassen zu holen. Als sie zurückkommt, setzt sie sich neben mich, nah genug, dass ich die Wärme ihres Arms spüre. Du siehst aus, als hättest du einen harten Tag, sagt sie, ihre Augen suchen meine. Willst du darüber reden? Ich zögere. Wie soll ich ihr erklären, dass Max mich wie ein Besitz behandelt? Dass ich mich in seiner Nähe unsichtbar fühle, aber in ihrer wie lebendig? Stattdessen sage ich, Max war heute schwierig. Er mag es nicht, wenn ich hier bin. Anna hebt eine Braue. Er mag es nicht, wenn du dein Auto reparieren lässt. Er mag es nicht, wenn ich eigene Entscheidungen treffe, gebe ich zu, und die Worte fühlen sich wie ein Geständnis an. Anna lehnt sich zurück, ihre Finger spielen mit der Tasse. Ich habe ihn bei den Rennen gesehen, sagt sie vorsichtig. Er wirkt, als wolle er alles kontrollieren. Aber Lena, du bist eine verdammt gute Fahrerin. Du brauchst niemanden, der dir sagt, wie du dein Rennen fährst. Ihre Worte sind wie ein Funke, der etwas in mir entzündet. Ich will ihr danken, ihr sagen, wie viel es bedeutet, aber dann streift ihre Hand meine, als sie die Tasse abstellt, und mein Atem stockt. Die Berührung ist flüchtig, doch sie hinterlässt ein Kribbeln, das mich gleichzeitig erschreckt und fasziniert. Ich sollte gehen, sage ich hastig und springe auf. Lena, ruft Anna sanft, doch ich bin schon fast an der Tür. Wenn du je reden willst, ich bin hier. Als ich in mein Auto steige, summt mein Handy. Eine neue Nachricht von Max. Ich weiß, was du verheimlichst, Lena. Sei vorsichtig. Mein Herz rast, als ich die Worte lese. Was weiß er? Und warum fühlt sich seine Drohung wie ein Käfig an, der sich enger zieht? Die Nacht ist still, als ich in einem billigen Hotel am Stadtrand einchecke. Nach Max' letzter Nachricht konnte ich nicht in unsere Wohnung zurück. Seine Worte, ich weiß, was du verheimlichst, haben sich in meinen Verstand gebrannt, und der Gedanke, ihm gegenüberzutreten, ist unerträglich. Ich liege auf dem harten Bett, starre an die Decke und frage mich, was er gemeint hat. Weiß er von Anna? Oder ist es etwas anderes, etwas Tieferes? Die Erinnerung an eine alte Rennstrecke in München blitzt in meinem Kopf auf. Ein Unfall vor 3 Jahren, bei dem ich die Kontrolle verlor. Ein anderer Fahrer wurde verletzt, und Max hat die Wahrheit vertuscht, die Schuld auf defekte Bremsen geschoben. Ohne mich wärst du erledigt gewesen, hat er damals gesagt,
und seitdem hält er diese Schuld wie eine Waffe über mir. Was, wenn er das meint? Ein schriller Alarm reißt mich aus meinen Gedanken. Der Feuermelder schrillt durch das Gebäude, und ich springe auf, mein Herz hämmert. Ich schnappe meine Jacke und mein Handy, öffne die Tür und sehe Rauch, der den Flur füllt. Panik ergreift mich, als ich zur Treppe renne, doch die Hitze und der dichte Qualm versperren den Weg. Meine Lungen brennen, und ich stolpere zurück, versuche mich an die Notfallprotokolle zu erinnern. Lena. Eine Stimme durchdringt das Chaos, vertraut und dringend. Ich drehe mich um und sehe Anna am Ende des Flurs, ihre Mechanikerjacke über einem hastig angezogenen Pullover. Wie ist sie hier? Hier lang, ruft sie und streckt die Hand aus. Ich renne zu ihr, und sie packt meine Hand, ihre Finger fest und sicher. Sie führt mich durch einen Seitengang zu einem Notausgang, von dem ich nichts wusste. Wir stolpern in die kühle Nachtluft, gerade als die Sirenen der Feuerwehr näher kommen. Meine Knie zittern, als ich keuchend stehen bleibe, und Anna legt ihren Arm um meine Schultern, stabil und beruhigend. Bist du okay? Fragt sie, ihre Stimme voller Sorge. Wie hast du mich gefunden? Stammele ich, noch benommen. Ich wohne gegenüber, sagt sie und deutet auf ein Gebäude jenseits der Straße. Ich habe die Flammen gesehen und ich wusste, dass du hier bist. Die Erkenntnis trifft mich wie ein Schlag. Sie hat mich gesucht, hat keine Sekunde gezögert. Ich will etwas sagen, doch die Worte bleiben mir im Hals stecken. Stattdessen lehne ich mich an sie, lasse ihre Wärme die Panik vertreiben. Die Feuerwehrleute stürmen ins Gebäude, und wir stehen schweigend da, ihre Hand ruht immer noch auf meiner Schulter. Du kannst bei mir bleiben, sagt Anna schließlich, ihre Stimme sanft, aber bestimmt. Zumindest für heute Nacht. Ich zögere. Der Gedanke, in ihre Wohnung zu gehen, fühlt sich wie ein Schritt über eine unsichtbare Grenze an. Doch der Rauch, der immer noch in meiner Kehle kratzt, und Max' Drohungen lassen mir keine Wahl. Okay, flüstere ich. Ihre Wohnung ist klein, aber warm, voller Details, die sie widerspiegeln. Ein Regal mit alten Autoteilen, ein kleiner Kräutergarten auf dem Balkon, ein Poster von Le Mans an der Wand. Sie reicht mir eine Decke, die nach Lavendel duftet, und deutet auf die Couch. Die ist deine, solange du sie brauchst, sagt sie mit einem schiefen Lächeln. Aber ich warne dich, ich stehe früh auf. Danke, sage ich, und unsere Blicke treffen sich im gedämpften Licht. Die Luft zwischen uns wird schwer, als würde sie Worte tragen, die keiner von uns auszusprechen wagt. Anna streckt die Hand aus, als wolle sie etwas sagen, doch dann zieht sie sich zurück. Ruh dich aus, sagt sie leise und verschwindet in ihr Zimmer. Ich liege auf der Couch, die Decke um mich gewickelt, und versuche, meinen rasenden Puls zu beruhigen. Mein Handy summt, und ich sehe eine neue Nachricht von Max. Du solltest bei mir sein, Lena. Was werden die Leute denken, wenn du bei Stern ihr Stern bist? Mein Magen krampft sich zusammen. Wie weiß er, wo ich bin? Und warum fühlt sich die Sicherheit in Annas Wohnung gefährlicher an als die Flammen, aus denen sie mich gerettet hat? Die Morgensonne fällt durch die Vorhänge von Annas Wohnung, und der Duft von frischem Kaffee weckt mich. Ich liege auf ihrer Couch, die Decke nach Lavendel duftend um mich gewickelt, und für einen Moment fühlt sich alles friedlich an. Doch dann summt mein Handy, und Max, Nachricht von gestern Nacht. Was werden die Leute denken, wenn du bei Stern ihr Stern bist? Reißt mich zurück in die Realität. Meine Finger zittern, als ich das Telefon ausschalte. Ich will seine Worte nicht sehen, nicht jetzt. Anna summt leise in der Küche, während sie Kräuter auf ihrem Balkon gießt. Sie trägt ein altes T-Shirt und Jeans, doch ihre Bewegungen haben eine Anmut, die mich ablenkt. Guten Morgen, sagt sie, als sie mich bemerkt, und schiebt eine Tasse Kaffee über den Tisch. Gut geschlafen. Besser als erwartet, antworte ich, und ein Lächeln schleicht sich auf meine Lippen. Ihre Wohnung fühlt sich wie ein Zufluchtsort an, ein Ort, an dem Max' Drohungen fern scheinen. Doch die Erinnerung an seine Nachricht nagt an mir, und ich weiß, dass ich nicht ewig hierbleiben kann. Wir verbringen den Tag zusammen, kochen ein einfaches Mittagessen und schauen alte Rennfilme. Anna lacht über die übertriebenen Szenen, und ich finde mich dabei, sie anzustarren. Die Art, wie ihre Augen leuchten, wenn sie über Motoren spricht, die Wärme in ihrer Stimme, wenn sie meinen Namen sagt. Es ist gefährlich, wie leicht es sich anfühlt, bei ihr zu sein. Gefährlich, weil ich spüre, wie sich etwas in mir verändert, etwas, das ich nicht benennen will. Am Abend, als wir auf ihrem Balkon sitzen, summt mein Handy erneut.
Ich ignoriere es, doch Anna bemerkt mein Zögern. Max? Fragt sie sanft, und ich nicke, unfähig ihrem Blick zu begegnen. Was will er? Ich atme tief ein, die Worte kommen schwer. Er hat Fotos geschickt. Von uns. Von der Werkstatt, vom Gartencenter. Er sagt, er wird sie den Sponsoren zeigen, wenn ich nicht aufhöre, dich zu sehen. Meine Stimme bricht, und die Angst, die ich so lange unterdrückt habe, bricht durch. Er weiß etwas über mich, Anna. Etwas aus meiner Vergangenheit. Sie lehnt sich näher, ihre Hand ruht nur Zentimeter von meiner entfernt. Was weiß er, Lena? Ich zögere, doch ihre Augen, so ruhig und verständnisvoll, ziehen die Wahrheit aus mir heraus. Vor 3 Jahren gab es einen Unfall in München, flüstere ich. Ich habe die Kontrolle verloren, ein anderer Fahrer wurde verletzt. Es war meine Schuld, aber Max hat es vertuscht. Er sagt, wenn die Wahrheit herauskommt, ist meine Karriere vorbei. Anna schweigt einen Moment, dann sagt sie, er benutzt deine Schuld, um dich zu kontrollieren. Aber Lena, du bist nicht mehr die Fahrerin von damals. Du hast dich verändert. Ihre Worte sind wie ein Anker, doch die Angst bleibt. Wir können ihn aufhalten, fügt sie hinzu. Ich kenne Leute in der Rennszene, die Ähnliches über Max erzählt haben. Drohungen, Manipulationen. Wir können Beweise finden. Warum tust du das? Frage ich, meine Stimme kaum hörbar. Warum hilfst du mir? Sie lächelt, ein wenig traurig. Weil ich weiß, wie es ist, sich gefangen zu fühlen. Und weil du mir wichtig bist. Ihre Worte hängen in der Luft, und mein Herz schlägt schneller. Ich will etwas sagen, doch dann streift ihre Hand meine, als sie die Kaffeetasse nimmt, und die Berührung lässt mich erschauern. Ich ziehe meine Hand zurück, verwirrt von dem Chaos in meinem Inneren. Später, als Anna schläft, durchsuche ich meine Nachrichten. Max hat ein neues Foto geschickt, Anna und ich in ihrer Werkstatt, unsere Köpfe nah beieinander über dem Motor. Mein Magen krampft sich zusammen. Doch dann sehe ich etwas in der Ecke des Bildes. Ein kleines Gerät, versteckt unter meinem Wagen. Ein Trecker? Oder etwas Schlimmeres? Ich wecke Anna und zeige ihr das Foto. Ihre Augen verengen sich, als sie das Gerät erkennt. Das ist kein normales Werkzeug, sagt sie, ihre Stimme angespannt. Das könnte ein Sabotagegerät sein. Sie steht auf, ihre Bewegungen entschlossen. Wir müssen dein Auto checken. Jetzt. Als wir in die Werkstatt eilen, spüre ich, wie die Angst in mir wächst. Wenn das stimmt, was hat Max noch geplant? Und wie weit wird er gehen, um mich zu brechen? Die Werkstatt ist dunkel, nur das Summen der Neonlichter durchbricht die Stille. Anna kniet vor meinem Wagen, ihre Taschenlampe beleuchtet die Unterseite des Motors. Ich stehe daneben, meine Hände zittern, während sie das Gerät sucht, das wir auf Max' Foto gesehen haben. Die Luft ist schwer von Öl und Anspannung, und ich kann das Pochen meines Herzens in meinen Ohren hören. Da ist es, sagt Anna plötzlich, ihre Stimme gedämpft. Sie zieht ein kleines metallisches Gerät hervor, kaum größer als eine Münze. Das ist ein Manipulator für die Lenkung, erklärt sie, ihre Augen dunkel vor Wut. Es könnte dein Auto unkontrollierbar machen, besonders bei hohen Geschwindigkeiten. Mein Atem stockt. Max hat das getan. Frage ich, obwohl ich die Antwort kenne. Die Wahrheit trifft mich wie ein Schlag. Er will nicht nur meine Karriere zerstören, er will mich zerstören. Anna steht auf, ihre Hände schmutzig vom Öl, doch ihre Entschlossenheit ist unerschütterlich. Wir haben Beweise, Lena. Dieses Gerät, das Foto. Wir können ihn stoppen. Sie zieht ihr Handy hervor und beginnt das Gerät zu fotografieren. Ich kenne jemanden, der Sicherheitsaufnahmen von der Strecke analysieren kann. Wenn Max das eingebaut hat, gibt es vielleicht Aufnahmen. Ich nicke, doch mein Verstand rast. Wenn wir Max anzeigen, wird er die Wahrheit über München ausplaudern. Die Schuld, die ich seit Jahren trage, wird mich einholen, und meine Karriere, alles, wofür ich gekämpft habe, könnte vorbei sein. Doch als ich Anna ansehe, ihre ruhige Stärke, weiß ich, dass ich nicht zurück kann. Am nächsten Morgen konfrontiere ich Max auf der Rennstrecke. Die Boxengasse ist voller Leben, Mechaniker und Fahrer hasten umher, doch für mich existiert nur er. Er steht in seinem Büro, die Wände gesäumt mit Trophäen, die ich gewonnen habe. Was willst du, Lena? Fragt er, ohne von seinem Laptop aufzublicken. Ich weiß, was du getan hast.
sage ich, meine Stimme fester, als ich erwartet habe. Das Gerät in meinem Wagen. Es war Sabotage. Sein Lächeln ist kalt, als er sich zurücklehnt. Sabotage? Das ist eine ernste Anschuldigung. Hast du Beweise? Seine Gelassenheit macht mich wütend, doch ich halte seinem Blick stand. Ich habe das Gerät, sage ich. Und Anna überprüft die Sicherheitsaufnahmen. Es ist vorbei, Max. Sein Gesicht verändert sich, nur für einen Moment, bevor er lacht. Du denkst, du kannst mich so einfach loswerden? Was glaubst du, was die Sponsoren sagen werden, wenn sie von München erfahren? Du warst schuld, Lena. Ohne mich wärst du nichts. Seine Worte treffen mich wie ein Faustschlag, doch ich zwinge mich, ruhig zu bleiben. Wir werden sehen, sage ich und drehe mich um, bevor er meine Angst sieht. Zurück in der Werkstatt zeigt Anna mir die ersten Ergebnisse. Ein Freund hat Sicherheitsaufnahmen von der Strecke analysiert, und sie zeigen eine Gestalt, unverkennbar Max, wie er nachts in der Garage an meinem Wagen arbeitet. Das reicht, um ihn anzuzeigen, sagt Anna, doch ihre Stimme ist vorsichtig. Aber es wird nicht einfach, Lena. Er wird alles tun, um dich zu Fall zu bringen. Ich nicke, doch mein Herz ist schwer. Die Wahrheit über München ist eine Bombe, die jeden Moment explodieren könnte. Und doch, als Anna meine Hand berührt, sanft und fragend, spüre ich etwas Neues, Mut. Ich will sie nicht wegstoßen, nicht mehr. Doch bevor ich etwas sagen kann, summt mein Handy. Ein Video von Max. Es zeigt die Rennstrecke in München, meinen Wagen, wie er außer Kontrolle gerät, und die Schreie der Zuschauer. Darunter eine Nachricht, ein Anruf, und du bist erledigt. Mein Blut gefriert. Was hat Max noch in petto? Und wie kann ich Anna schützen, wenn die Wahrheit ans Licht kommt? Die Motoren brüllen, als ich meinen Wagen durch die erste Kurve der Qualifikationsrunde steuere. Die Rennstrecke in Köln vibriert unter meinen Reifen, und mein Puls schlägt im Takt des Tachometers. Max' Video von München, die Schreie, das Chaos, hat sich in meinen Verstand gebrannt, doch ich zwinge mich, mich zu konzentrieren. Anna hat mein Auto heute Morgen persönlich überprüft, ihre Hände haben jede Schraube mit chirurgischer Präzision kontrolliert. Alles perfekt, hat sie gesagt, und ihr ruhiger Blick hat mir Mut gegeben. Doch jetzt in der dritten Kurve spüre ich ein Zittern im Lenkrad, ein winziges Rucken, das nicht da sein sollte. Alles okay, Lena? Annas Stimme kommt klar durch mein Headset, doch ich höre die Sorge darin. Ich weiß nicht, murmele ich, während ich das Gaspedal weiter durchtrete. Das Rucken wird stärker, und in der nächsten Kurve reagiert das Lenkrad nicht mehr. Mein Herz setzt aus, als der Wagen nach links ausbricht, direkt auf die Betonwand zu. Die Zeit verlangsamt sich. Ich sehe die entsetzten Gesichter der Zuschauer, höre das Quietschen der Reifen, rieche den Rauch, der sich im Cockpit ausbreitet. Dann der Aufprall. Metall knirscht, Glas zersplittert, und die Welt wird schwarz. Als ich die Augen öffne, ist alles still, bis auf ein leises Piepen. Ich liege in einem Krankenhausbett, mein Körper schmerzt bei jedem Atemzug. Mein Blick sucht die Umgebung, und dann sehe ich sie, Anna, an meiner Seite, ihre Hand hält meine fest. Ihre Augen sind gerötet, doch ihre Stimme ist ruhig, als sie sagt, du bist wach. Gott sei Dank. Was ist passiert? Meine Stimme ist heiser, kaum hörbar. Dein Wagen wurde sabotiert, sagt Anna, ihre Finger drücken meine sanft. Die Sicherheitskameras haben Max letzte Nacht in der Garage gefilmt. Er hat die Lenkung manipuliert. Ihre Worte treffen mich wie ein weiterer Aufprall. Max hat nicht nur gedroht, er hat versucht, mich zu töten. Ich schließe die Augen, die Erinnerung an München mischt sich mit dem Schmerz in meinem Körper. Er wird die Wahrheit sagen, flüstere ich. Über den Unfall damals. Meine Karriere ist vorbei. Anna schüttelt den Kopf, ihre Stimme fest. Er hat keine Macht mehr über dich, Lena. Wir haben Beweise, das Gerät, die Aufnahmen. Die Polizei ist bereits involviert. Doch dann wird ihr Blick weicher, und sie streicht eine Haarsträhne aus meinem Gesicht. Aber das ist nicht alles, worüber du dir Sorgen machst, oder? Ich schlucke hart, unfähig, ihrem Blick zu entkommen. Die Wahrheit, die ich so lange verdrängt habe, drängt an die Oberfläche. Ich habe Angst, gebe ich zu, meine Stimme bricht. Nicht nur vor Max. Vor dem, was ich für dich empfinde. Ihre Augen weiten sich, doch sie unterbricht mich nicht.
Ich habe noch nie so für jemanden gefühlt, fahre ich fort, die Worte sprudeln aus mir heraus. Es macht mir Angst, Anna. Was, wenn ich nicht weiß, wer ich bin? Was, wenn die Welt mich dafür hasst? Anna lehnt sich näher, ihre Stirn berührt meine, und für einen Moment gibt es nur uns zwei. Du bist Lena Sturm, flüstert sie. Die mutigste Frau, die ich kenne. Und ich werde an deiner Seite sein, egal was kommt. Ihre Worte sind wie ein Versprechen, und die Wärme ihrer Nähe vertreibt die Kälte in meinem Inneren. Die Tür öffnet sich, und eine Krankenschwester tritt ein, doch bevor Anna sich zurückzieht, drückt sie meine Hand ein letztes Mal. Die Polizei will deine Aussage, sagt sie. Bist du bereit? Ich nicke, doch mein Herz rast. Die Beweise gegen Max sind stark, aber was, wenn er noch einen letzten Trumpf hat? Und wie kann ich kämpfen, wenn mein Körper und mein Geist so zerbrechlich sind? Die Tage im Krankenhaus ziehen sich wie eine Ewigkeit, doch Anna verlässt meine Seite kaum. Sie schläft auf dem unbequemen Stuhl neben meinem Bett, bringt mir Kaffee und liest mir alte Rennberichte vor, um mich abzulenken. Ihre Anwesenheit ist mein Anker, doch die Angst vor Max' nächstem Zug lässt mich nicht los. Die Polizei hat ihn verhaftet, doch sein Anwalt behauptet, die Beweise seien manipuliert. Ich weiß, dass er nicht so leicht aufgeben wird. Anna und ich nutzen die Zeit, um unsere Beweise zu sammeln. Sie hat Kontakt zu anderen Fahrern und Mechanikern aufgenommen, die Max Manipulationen erlebt haben. Er hat ein System, sagt sie eines Abends, während wir Wartungsprotokolle auf ihrem Laptop durchsehen. Subtile Sabotagen, Drohungen, Erpressung. Er hat Karrieren zerstört, um seine Macht zu sichern. Ich starre auf die Dokumente, meine Hände zittern. Wie konnte ich das nicht sehen? Frage ich, mehr mich selbst als sie. 3 Jahre, Anna. Ich habe ihm vertraut. Sie legt ihre Hand auf meine, ihre Berührung sanft, aber bestimmt. Er ist gut darin, Menschen zu täuschen. Aber du bist stärker, als er denkt. Ihre Worte geben mir Kraft, doch die Schuld über München lastet schwer. Ich habe Anna noch nicht die ganze Wahrheit erzählt. Dass der Unfall nicht nur ein Fehler war, sondern dass ich zu schnell gefahren bin, zu selbstsicher war. Eines Abends, als wir auf ihrem Balkon sitzen, die rote Rose aus dem Gartencenter in einer Vase neben uns, kann ich nicht länger schweigen. Anna, beginne ich, meine Stimme zittert. Es gibt etwas, das du wissen musst. Der Unfall in München. Es war meine Schuld. Ich war zu leichtsinnig, und ein Fahrer hat fast sein Leben verloren. Max hat es vertuscht, aber wenn das herauskommt, werde ich alles verlieren. Sie schweigt einen Moment, dann nimmt sie meine Hand, ihre Finger verflechten sich mit meinen. Du hast einen Fehler gemacht, sagt sie. Aber du bist nicht mehr diese Person. Und du schuldest Max nichts, weder deine Karriere noch dein Schweigen. Ihre Worte sind wie ein Licht in der Dunkelheit, doch die Angst bleibt. Plötzlich summt mein Handy. Eine Nachricht von einem unbekannten Absender. Ein Foto von Anna und mir, wie wir uns im Krankenhaus ansehen, unsere Stirnen berühren. Darunter steht, die Sponsoren werden das lieben. Mein Herz setzt aus. Max, selbst aus der Haft, hat noch Verbündete. Wir müssen schneller sein, sagt Anna, ihre Stimme angespannt. Ich habe eine alte Freundin, die in der Rennleitung arbeitet. Sie kann unsere Beweise direkt prüfen. Wir verbringen die Nacht damit, Aussagen zu sammeln, Videos zu sichern, jedes Detail zu dokumentieren. Als die Sonne aufgeht, haben wir einen wasserdichten Fall. Sicherheitsaufnahmen, Zeugenaussagen, das Sabotagegerät. Doch die wahre Prüfung kommt, als ich entlassen werde und zum Training zurückkehre. Die Gerüchte über den Crash und meine Instabilität verbreiten sich wie Lauffeuer. Ein Sponsor ruft an, seine Stimme kühl. Wir unterstützen dich, Lena, aber wir brauchen Klarheit. Was läuft mit dieser Mechanikerin? Ich spüre, wie die Welt mich beobachtet, und die Angst vor dem Urteil droht, mich zu ersticken. Am Abend, zurück in Annas Wohnung, finde ich sie am Küchentisch, ihre Hände schmutzig von der Arbeit. Harter Tag? Fragt sie, und ihre Augen suchen meine. Ich nicke, unfähig, die Worte zu finden. Sie steht auf, kommt näher, bleibt aber kurz davor stehen, mich zu berühren. Sprich mit mir, Lena. Die Worte sprudeln aus mir heraus. Die Angst vor den Sponsoren, die Schuld über München, die Verwirrung über meine Gefühle. Ich weiß nicht, wer ich bin, gebe ich zu. Aber wenn ich bei dir bin, fühlt es sich richtig an. Anna nimmt mein Gesicht sanft in ihre Hände,
ihre Augen leuchten im gedämpften Licht. Du bist genug, Lena. Genau so, wie du bist. Ohne nachzudenken, lehne ich mich vor, unsere Stirnen berühren sich, unsere Atemzüge vermischen sich. Die Welt schrumpft auf diesen Moment, bis mein Handy summt. Eine Nachricht von Max' Anwalt: Kehre zurück, oder die Wahrheit über München kommt ans Licht. Mein Herz rast. Die Beweise sind bereit, aber wird es reichen, um Max endgültig zu stoppen? Und bin ich stark genug, um die Wahrheit über mich, über Anna, der Welt zu zeigen? Die Luft auf der Rennstrecke ist elektrisch, als ich meinen Helm aufsetze. Die Menge tobt, Regenbogenfahnen wehen neben den traditionellen Karo-Flaggen, und ich spüre die Augen der Welt auf mir. Es ist das Meisterschaftsrennen, meine Chance, nicht nur zu gewinnen, sondern zu beweisen, dass ich stärker bin als Max' Drohungen, stärker als die Schatten meiner Vergangenheit. Anna, jetzt meine Chefmechanikerin, kniet neben meinem Wagen, ihre Hände überprüfen ein letztes Mal die Federung. Wie fühlt sie sich? Frage ich, meine Stimme gedämpft durch den Helm. Perfekt, sagt Anna, und ihre Augen funkeln mit einem Vertrauen, das meinen Puls beruhigt. Du bist bereit zu fliegen, Lena. Sie richtet sich auf, und für einen Moment hält ihr Blick meinen fest, ein unausgesprochenes Versprechen zwischen uns. Die letzten Wochen waren ein Sturm. Max' Verhaftung hat die Rennwelt erschüttert, doch seine Drohungen hallen nach. Sein Anwalt hat anonyme E-Mails an Sponsoren geschickt, Andeutungen über München, Gerüchte über meine Lebensweise. Doch Anna und ich haben gekämpft, Beweise gesammelt, und die Rennleitung hat begonnen, Max' Machenschaften zu untersuchen. Heute ist mehr als ein Rennen, es ist ein Statement. Die Startlichter wechseln, und ich trete das Gas durch. Mein Wagen reagiert wie eine Verlängerung meines Körpers, jede Kurve ein Tanz, jede Gerade ein Rausch. Annas Stimme kommt klar durch mein Headset, ihre Anweisungen präzise: Ruhig durch die 3. Kurve, da machst du deinen Zug. Ich liege auf dem 3. Platz, die Führenden nur Sekunden vor mir. Doch dann, auf halbem Weg, knackt mein Radio. Du wirst niemals Champion sein, zischt eine vertraute Stimme, Max. Irgendwie hat er unser Kommunikationssystem gehackt. Ohne mich bist du nichts. Mein Herz setzt aus, meine Hände umklammern das Lenkrad fester. Die Erinnerung an den Crash, an den Rauch und die Angst, droht mich zu überwältigen. Lena, konzentrier dich auf meine Stimme, durchbricht Anna seinen Spott, ruhig und stark. Er kann dich nicht mehr berühren. Ihre Worte sind wie ein Rettungsanker, und ich atme tief ein, meine Augen auf die Strecke gerichtet. Ich überhole den 2., dann sehe ich die Lücke vor dem Führenden. Die 3. Kurve kommt, und ich nutze sie, mein Wagen gleitet perfekt durch die Linie. Die Menge brüllt, als ich die Führung übernehme. Max' Stimme versucht erneut, durchzudringen, doch sie ist nur ein fernes Echo. Alles, was zählt, ist Annas ruhige Führung und die freie Strecke vor mir. Als die Zielflagge geschwenkt wird, überquere ich die Linie als Erste. Tränen brennen in meinen Augen, als ich die Auslaufrunde fahre, die Jubelrufe der Menge wie Musik in meinen Ohren. In der Siegerallee wartet Anna, ihre Augen leuchten heller als die Kameras, die uns umringen. Sie hilft mir aus dem Wagen, und bevor ich denken kann, zieht sie mich in eine Umarmung, die in einen Kuss mündet, sanft, aber voller Bedeutung. Die Kameras klicken wild, die Menge tobt, und für einen Moment gibt es nur uns 2. Champion, flüstert sie gegen meine Lippen, und ich lache, mein Herz so leicht wie nie zuvor. Später in der Pressekonferenz fragt ein Reporter: Lena, keine Sorge, dass deine Beziehung die Sponsoren stört. Die alte Angst flackert auf, doch dann sehe ich Anna im Hintergrund, stolz und stark. Liebe ist nichts, was man versteckt, sage ich, meine Stimme fest. Wenn jemand ein Problem damit hat, kann er versuchen, mich auf der Strecke einzuholen. Der Raum bricht in Gelächter und Applaus aus. Doch als wir die Boxengasse verlassen, summt mein Handy. Eine Nachricht von einem Sponsor: Wir unterstützen dich, Lena, aber es gibt Bedingungen. Mein Magen krampft sich zusammen. Was wollen Sie? Und hat Max, trotz allem, noch einen Weg gefunden, mich zu erreichen? Die Sonne taucht unsere neue Rennanlage in goldenes Licht, als ich neben Anna vor dem frisch gestrichenen Schild stehe, Sternsturm und Weiß Racing Stern. Es ist ein kühler Herbstmorgen in Köln, und der Geruch von frischer Farbe mischt sich mit dem vertrauten Duft von Gummi und Benzin. Unsere Vision, eine inklusive Rennstrecke, offen für alle, die Leidenschaft für den Sport teilen, ist Wirklichkeit geworden. Bereit, Geschichte zu schreiben? Fragt Anna, ihre Hand drückt meine, und ich lächle. Mit dir?
immer. Die letzten Monate waren ein Wirbelwind. Nach meinem Meisterschaftssieg hat sich die Rennwelt verändert. Max' Verhaftung führte zu einer Flut von Enthüllungen. Andere Fahrer berichteten von seinen Drohungen, Mechaniker von seinen Manipulationen. Die Rennleitung hat ihn lebenslang gesperrt, und die Polizei deckte ein Netzwerk von Erpressung auf, das Jahre zurückreicht. Seine Welt aus Angst und Kontrolle liegt in Trümmern, während unsere wächst. Unsere erste Fahrerin, Clara Meyer, eine junge Frau, die von traditionellen Teams übersehen wurde, hat gerade ihr erstes Rennen unter unserer Flagge gewonnen. Ich stehe auf dem Podium, nicht als Fahrerin, sondern als Teambesitzerin, und sehe, wie Clara die Trophäe in die Höhe hält. Anna steht neben mir, ihre Hand ruht leicht auf meiner Taille, und ich spüre eine tiefe Gewissheit: dies ist erst der Anfang. An diesem Abend feiern wir auf Annas Balkon, die rote Rose aus unserem ersten Treffen. Jetzt ein ganzer Strauch, blüht in voller Pracht. Wir teilen ein Glas Wein, die Lichter von Köln funkeln unter uns, und ich denke an den Weg, der uns hierher geführt hat. Die Angst, die mich einst gefangen hielt, vor Max, vor der Welt, vor mir selbst, ist verschwunden, ersetzt durch eine Freiheit, die ich nie für möglich gehalten habe. Erinnerst du dich an das Gartencenter? Frage ich, meine Finger verflechten sich mit ihren. Zwei Frauen, die nach derselben Rose greifen. Anna lacht, das Geräusch warm und vertraut. Wer hätte gedacht, dass eine Blume alles verändern könnte? Ich ziehe sie näher, unsere Stirnen berühren sich, und für einen Moment ist die Welt perfekt. Doch dann denke ich an die Nachricht des Sponsors, die Bedingungen, die noch ungeklärt sind. Was, wenn sie uns zwingen, Kompromisse einzugehen? Frage ich leise. Anna schüttelt den Kopf, ihre Augen leuchten. Dann kämpfen wir, wie wir immer gekämpft haben. Zusammen. Ihre Worte sind ein Versprechen, und ich weiß, dass wir unbesiegbar sind, solange wir einander haben. Später, als wir mit unserem Team feiern, kommt Clara zu mir. Danke, sagt sie, ihre Stimme ernst. Ihr habt mir gezeigt, dass ich selbst sein kann und trotzdem gewinnen. Ihre Worte treffen mich tief, und ich sehe die Gesichter unserer Crew, Mechaniker, Fahrer, Menschen, die in unserer Anlage ein Zuhause gefunden haben. Wir haben mehr gewonnen als Rennen, wir haben eine Bewegung gestartet. Unter den Sternen, Hand in Hand mit Anna, fühle ich eine tiefe Zufriedenheit. Die rote Rose auf dem Balkon hat neue Knospen getrieben, ein Symbol für alles, was wir überwunden haben. Doch eine Frage bleibt: Wie hätte ich gewählt, wenn ich zurückblicken könnte? Hätte ich den Mut gehabt, meine Wahrheit zu leben, trotz der Angst? Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr mehr Geschichten wie diese hören wollt, abonniert für die nächste Runde.